Und bitte. Johnny Sweet, den Film habe ich gar nicht richtig kennt, bevor ich ihn angefangen habe zu restaurieren. I've seen you somewhere before. What's your name? Johnny. Johnny Sway. Den Film haben wir an sich nur noch als internegativ gehabt. Das heisst, unsere Arbeit war noch ein bisschen grösser als normal, um das wieder in einer guten Qualität zu haben. Und die Rettung im letzten Augenblick, wenn die weggegangen wären, die Qualität hätte dann extrem gelitten und es wäre nicht mehr das gleiche Ergebnis geworden, wie wir es jetzt haben. Ja, ich bin der Patrick Lindenmeier, ich bin Kameramann von Beruf. Aber ich habe auch einen zweiten Job. Ich arbeite in der Postproduktion, Film restaurieren, Film color graden, auch ein bisschen Special Effects. So in diesem Bereich bin ich tätig. Das Vorgehen bei der Restaurierung des Films ist immer ähnlich. Du kommst ein Rohmaterial über, den Film, entweder ein Positiv, eine Kopie, ein Negativ, ein Internegativ. Zuerst schaust du mal schauen, was ist das für ein Zustand, ist es brauchbar, können wir etwas machen, wie groß ist der Aufwand. Und nachher scannen wir den Film, dann haben wir ein Rohmaterial. Und der braucht noch recht viel Behandlung. Weil die Wechsel vom Chemischen ins Elektronische ist nicht so eins zu eins, wie man sich das vorstellt. Und dann muss man bei den meisten Filmen jede Einstellung um Einstellung neu anschauen, ist das alles okay. Sowohl von der Farbe, vom Kontrast, vom Dreck, den es gegeben hat und so weiter. Wir Spezialisten können quasi aus dem Anschauen von dem Negativ herausfinden, wo ist welcher Fehler entstanden. Ist er schon bei der Aufnahme entstanden, ist er dann beim Kopieren entstanden oder durch die Lagerung. Und dann kommt das Sehverhalten dazu. Die Filme werden anders angeschaut. Alle sind sich gewöhnt von einer Schärfe, von einer Präzision. Und das ist an sich eines der grössten Probleme. Das heisst, das Sehverhalten müssen wir anpassen oder wir müssen ein klares Statement machen dagegen. Das war es früher. Es war kein Plastik, es war nicht scharf, es hat sich bewegt. Und das sind dann die grössten Herausforderungen. Welche Richtung schlagen wir da ein, um eine Authentizität beim Anschauen zum Film wieder zu kreieren? Suede is a funny thing. You don't notice it at first. But once you do, you can't take your eyes off of it and you wonder how in the hell you ever overlooked it in the first place. Also da sind wir jetzt in dem Scanning-Room, wo Johnny Sweet gescannt wird. Das heisst, wir haben den Film bekommen, in einzelnen Reels, das Negativ, und spannen dann ein. Man sieht sehen wir jetzt das ganze Bild inklusive der Perforation. Da läuft es da rein und da sieht man jetzt, dass die einzelnen Bilder, die vorbeilaufen, im richtigen Augenblick geflasht werden. Der Flash ist nur so kurz, sodass keine Unschärfen entstehen durch das Bewegen des Bildes. Und so hell, dass genug Licht dann da innen ist. Dann haben wir hier den Tonteil. Wenn man den Film in Realtime durchlassen kann, wird da der Ton dann abtastet. Es gibt zwei wichtige Punkte. Man will etwas restaurieren und will es so herstellen, wie es vorher war. Aber wenn man selber dabei war, will man auch ein bisschen mehr. Man will es besser machen. I'm gonna help myself do some more meatloaf if you don't Sure. mind. Hold on a second. Why? My turn. Aber mit Johnny Sweet war es dann der Tom DiCillo, der es besser machen wollte. Als ich ihm dann angerufen habe, hat er gesagt, ja, eben, er hätte noch so viel verbessern wollen an diesen Film. Und er hat jetzt wieder die Chance, das zu machen. Das ist auch für ihn eine grosse Motivation, dass er mehr mitgeschafft hat als normaler Regisseur. Er hat irrsinnig am Ton gearbeitet, er hat gewisse Schnitte neu gemacht im Film. Der Film ist immer noch der gleiche Film, klar. Aber an sich ist er klar besser als das Original. Als ich mir überlegt habe, wie machen wir die Zusammenarbeit mit dem Tom für die Restauration, weil er ist ja selber Kameramann. Das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Schon ein bisschen, wie machen wir das und wie reagiert er auf meine Arbeit. Ich hatte als Referenz schon eine alte Abtastung, die schon mal gemacht worden ist. Die war in allem falsch. Sie hat nicht gut ausgesehen in der Farbe, sie hat das falsche Format und sie hat einen miserablen Ton. Jetzt habe ich das einmal so auf ein gewisses Niveau gebracht und dem Tom dann geschickt. Tom schaut sich das an. Zum guten Glück hat er es schon einigermaßen gut gefunden. Das war eine grosse Erleichterung. Und hat dann bei sich daheim quasi Bemerkungen gemacht.
Und die Bemerkungen sind dann automatisch bei mir da raufgekommen. Also das heisst, ich kann die jetzt direkt anfahren, die Bemerkungen sind dann da. Tom, hey Patrick, dieser Test for Comments. Und dann kommt der Nächste, der dann sagt, take green out, brighten a little, contrast, his jacket is white. Ja, es ist eben, ich gehe schnell zu einer anderen Rolle, weil jede Rolle war anders. Da kann ich schnell schauen. Wir haben jetzt nicht nur das gemacht, wir haben nämlich noch alle Dreck rausgenommen aus dem Film. Also wir haben jemanden bei uns, der dann nur sich um das gekümmert hat. Den Dreck jetzt noch wegzunehmen und die Überreste. Oder auch stabilisieren von gewissen Szenen, die unstabil waren. Diesmal ist das gekommen durch das Internegativ, das nicht so stabil war. Wir haben auch Hilfsmittel für das natürlich. Wenn ich jetzt das hier ausschalte, dann sieht man hier hinten, an dem Waveform, dass sich der Film dann da quasi bewegt. Da tut jetzt so, rüttelt das so leicht auf und ab, oder? Dann merke ich, das flackert. Sobald wir unsere Korrektur einschalten, ist es stabiler, oder? Also das sind auch Sachen, zum Teil von der Kamera und zum Teil auch von der Kopierung vom Film, wo so oben rechts mal schauen. Das ist das Zeichen für den Projektionist. Achtung, es kommt eine neue Rolle. Du musst den Projektor vom 1 auf 2 umschalten. Das ist da noch drin, weil es eben das Internegativ ist. Und unsere Aufgabe ist dann, auch das rauszunehmen, natürlich, oder? Das ist ein richtiges Loch, das sie reingekratzt haben von Hand in den Film rein, muss ich das mal vorstellen, oder? Darum sieht es auch so wahnsinnig aus. Ja, die Filme kommen dann immer speziell bei uns an. Das heisst, sie kommen in diesen alten Verpackungen an. Und weil das amerikanische Filme sind, kommen sie in der amerikanischen Verpackung. Das sind so Heavy-Duty Metallcase, wo man sieht, dass sie schon Tausende von Meilen hinter sich haben. Und das ist immer das Zeichen, es kommt ein Film, wo sicher etwas daran zu machen ist. Weil beim Transport geht immer etwas kaputt. Und das sieht man dann auch in den Verpackungen an. Ja, es war ein schöner Moment, dass ich gemerkt habe, ich kann jetzt den Film noch mal anschauen und sogar helfen, ihm noch mal ein neues Leben zu geben. Das sieht auch gut aus, oder? Wenn man den Film kennt hat, in seiner ursprünglichen Form und dann, was wir daraus gemacht haben, ist an sich ein besserer Genuss, dass man so hat können anschauen jetzt. Und ich hoffe, dass es auch hilft natürlich. Und für das ist auch der Film auch da, dass man den Film wieder zeigen kann und ein anderes Publikum noch mal für den Film sensibilisieren kann. All right, Dig, give me some of that rock and